Die meisten meiner Trophäen sind mit hochprozentigem Wasserstoffperoxid gebleicht. Bei Wasserstoffperoxid handelt es sich um ein wirklich hervorragendes Bleichmittel, welches in extrem kurzer Zeit super Ergebnisse liefert. Doch leider ist es seit ein paar Jahren in Deutschland verboten, hochprozentiges Wasserstoffperoxid für private Zwecke zu erwerben. Aber genau aus dem Grund habe ich mir mal die Mühe gemacht und für euch ein paar alternative Bleichmittel unter die Lupe genommen. Zunächst habe ich mir einfache Mittelchen aus der Drogerie oder dem Supermarkt besorgt. Anschließend war ich noch im Fachhandel und habe ein spezielles Trophäenbleichmittel speziell für diese Zwecke gekauft. Hier werden wir dann sehen, ob das an altbewährtes kommt oder ob unsere Haushaltsmittelchen mit diesem konkurrieren können. Zunächst möchte ich aber noch ganz kurz für ein besseres Verständnis mit euch in die Chemie gehen. Wir haben verschiedene Bleichverfahren, doch nur eins ist für uns wichtig. Es gibt die Oxidation, die Reduktion und die Absorption, wobei wir hier in den meisten Fällen nur auf die Oxidation zurückgreifen. Sie ist übrigens das am weitesten bei uns verbreitetste Bleichverfahren und findet in vielen Feldern unseres täglichen Lebens ihre Anwendung. Wir brauchen es beim Haarebleichen, beim Bleichen von Zähnen, beim Textilienbleichen oder auch in Waschmitteln. Doch nun zurück zur Oxidation an sich. Am einfachsten lässt sich das am Beispiel des Wasserstoffperoxids darstellen. Wir haben hier eine Molekülkette mit einer einfachen Sauerstoffbindung. Diese Sauerstoffbindung ist so nicht zufrieden und so passiert es, dass ein Sauerstoffatom sich löst und als reaktives Radikal unsere Farbstoffe angreift. Zurück bleibt eine saubere weiße Faser. Genau das brauchen wir hier auch bei unserem Bleichvorgang, um ein sauberes weißes Präparat zu erhalten. Bevor es jetzt aber endlich mal losgeht, habe ich noch ein klitzekleines Problem. Ich habe leider nicht mehr genug Präparate da. Aber genau aus dem Grund habe ich meine ganzen Freunde und Bekannten gefragt und tada, siehe da, es hat sich doch noch einiges gefunden. Zunächst werden erstmal alle Trophäen mit einem Spülmitteltab in heißem Wasser gewässert. Anschließend noch Überschüsse abgebürstet und das Ganze erstmal zum Trocknen beiseite gelegt. Den ersten Testlauf starten wir jetzt mit unserem Chlorreiniger. In eine kleine Wanne postieren wir unsere Trophäe, geben anschließend die komplette Flasche Chlorreiniger hinzu und füllen den Rest mit warmem Wasser bis kurz unter die Rosen auf. Achtet darauf, dass ihr die Rosen nicht mehr in die Lösung bringt, diese bleichen sonst auch aus und dann dürft ihr nachfärben. Minuten später sieht man, dass sich doch noch mal ein bisschen was getan hat. Jetzt mal ab zum Trocknen und dann schauen wir zum Schluss mal. Eine zweite Trophäe wandert jetzt auch an das Becken und bleibt aber über Nacht bis morgen in der Schale. So, dann werden wir jetzt mal gucken. Nach einer ganzen Nacht in der Lösung schaut es auch deutlich besser aus. Jetzt geht es erstmal ab zum Trocknen und mal gucken, wie die sich dann schlägt. Übrigens als kleiner Tipp: Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille bewahren euch vor manch böser Überraschung. So, jetzt haben wir nur noch die Haarblondierung. Wie in der Anleitung beschrieben, werden die Komponenten miteinander gemischt, alles kräftig geschüttelt und anschließend wird fleißig eingepinselt. Eine Trophäe lassen wir wieder kürzer und eine dann über Nacht einziehen.
starten wir dann gleich noch den Versuch mit dem Chlorgranulat für Swimmingpools. Klares Wasser und die Dosierung nach Gefühl. Und das bleibt definitiv über Nacht stehen. Der erste Eindruck von den 2 Trophäen aus dem Chlorgranulat, der ist gelb. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt habe ich es mal gut abgespült. Jetzt schauen wir mal, wie es dann ausschaut, wenn sie getrocknet sind. Aber das war jetzt schon mal eine Überraschung. Bevor wir jetzt zu unserem allerletzten Test mit der Trophäenbleiche kommen, was ist eigentlich mit dem braunen Handtuch passiert, auf dem ich gestern so schön die Haarblondierung gekleckst habe? Das werden wir jetzt auch gleich lüften. Wie man sieht, die Blondierung löst sich nicht vollständig auf. Ich spüle jetzt mal die Reste ab, aber man sieht schon, das Ganze erhält ein bisschen eine andere Farbe. Und wie man jetzt erkennen kann, bleibt hier eine komplette Rotfärbung zurück. Erinnert mich ein bisschen an Kupfer. Wie vielleicht manche vom Blondieren her kennen, kommt je nach Haartyp auch nicht immer dasselbe Ergebnis raus. Als letztes haben wir noch unsere Trophäenbleiche. Laut Anleitung für einen Rehschädel 2 gestrichene Esslöffel, ca. 45 bis 60 Gramm pro 100 Milliliter in kaltes Wasser geben. Schädel eintauchen und wenig rühren. Für mein Gefäß zum Bedecken habe ich jetzt 1,4 Liter Wasser gebraucht. Das wären umgerechnet 28 Löffel. Nach 12 Löffel, also nicht mal der Hälfte, habe ich jetzt aufgehört, weil über die Hälfte der Dose leer war. Wir lassen jetzt das Ganze über Nacht stehen und schauen dann, wie es sich entwickelt. So, in der Zwischenzeit war ich so frei und habe nochmal im Internet gegoogelt. Bei Ballistol auf der Homepage geht die Anleitung dorthin: pro 300 Milliliter Wasser einen Esslöffel. Das ergibt deutlich mehr Sinn und erhöht natürlich die Haltbarkeit so einer Dose. Neuer Tag, neues Glück. Guten Morgen an diesem Montag. Jetzt kümmern wir uns gleich mal um die beiden Böcke in der Trophäenbleiche. Ich denke, mit der Überdosierung werden wir sicherlich da nicht nochmal nachbleichen müssen. Nachdem jetzt alle Trophäen vollständig getrocknet sind, ziehen wir mal ein kleines Resümee. Das Chlorgranulat war jetzt nicht wirklich der Hit. Die Trophäen haben sich gelb verfärbt und das entspricht wirklich nicht dem, was wir wollten. Auch die Trophäenbleiche hat einige Defizite. So wäre hier eine einheitliche Anleitung wünschenswert und auch nach dieser langen Einwirkzeit sollte man doch von einem deutlich besseren Ergebnis ausgehen können. Die Blondierung hat unsere Trophäen schon etwas aufgehellt, doch wäre hier ein Nachbleichen nötig. Jedoch ist hier der Erwerb einer neuen Packung notwendig. Bei einem Kostenpunkt von 4 bis 5 Euro pro Packung geht das dann doch ganz schön ins Geld. Zuletzt kommen wir noch zu unserem Chlorreiniger.
Hier muss ich sagen, er hat mich wirklich überzeugt. Selbst nach einer kurzen Einwirkzeit von nur 2 Stunden sieht man hier ein wirklich gutes Ergebnis. Und bei der Trophäe, die über Nacht in der Lösung lag, gibt es eigentlich kaum noch was zu meckern. Einen wirklich coolen Tipp habe ich abschließend noch für euch. Um die Trophäen jetzt wieder vor Vergilben oder dem Alterungsprozess weiter zu schützen, kann man im Verhältnis 1:3 Holzleim mit Wasser mischen. Ich habe es jetzt hier ein bisschen noch Gefühl gemacht, dass einfach eine wässrige Holzleimlösung entsteht. Die kann man sich ja dann wieder abfüllen und für spätere Zwecke nochmal aufheben. In der Lösung badet man kurz die Trophäen, pinselt sie dann nochmal ein, lässt das Ganze gut trocknen. Das versiegelt euch die Poren. Holzleim trocknet transparent. Es entsteht eine schöne glatte Oberfläche und so habt ihr keine Probleme, dass eure Trophäen auch noch in ein paar Jahren wirklich strahlend weiß sind. Soweit wäre es das jetzt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Natürlich würde ich mich hier über Abo freuen. Ansonsten könnt ihr auch gern hier ein weiteres cooles Video anschauen. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute. Macht es gut, bleibt gesund. Bis bald. Servus.